Hallo und willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Schön, dass du da bist. Heute schauen wir uns was an, das total alltäglich ist, aber gerade wenn du Deutsch lernst, super wichtig. Wie beschreibst du deinen Tagesablauf auf Deutsch? Wir nehmen dafür einen Textausschnitt her, so als Grundlage, ein Gespräch zwischen zwei Leuten, Anna und Markus. Die erzählen sich, wie ihr typischer Tag so aussieht. Und unser Plan ist, wir gehen das heute mal gemeinsam durch, schauen uns an, welche Wörter und Sätze die benutzen und was du davon mitnehmen kannst. Das ist echt hilfreich, gerade so auf A2, B1-Niveau, wenn du eben genau solche Alltagsgespräche üben willst. Okay, lass uns da mal reinzoomen. Ja, genau. Das Thema Tagesablauf, das ist wirklich zentral beim Deutschlernen. Man kommt ja kaum drum rum, darüber zu sprechen, oder? Stimmt. Sei es im Sprachkurs oder mit neuen Freunden, Kollegen. Und was an diesem Dialog hier gut ist, er ist sehr, sehr lebensnah. Einfache, klare Sprache. Da kann man die Strukturen und die Wörter gut erkennen und ja eigentlich direkt für sich selbst nutzen. Das gibt Sicherheit, wenn man über den eigenen Alltag erzählen will. Absolut. Fangen wir doch mal ganz klassisch an, morgens. Wie geht der Tag bei den beiden los? Anna, die steht um 7 Uhr auf Mhm. und sie sagt von sich selbst, sie ist kein Morgenmensch. Kennen sicher einige von uns, oder? Oh ja. Sie meint manchmal, wenn der Wecker klingelt, bleibt sie noch kurz im Bett und steht dann erst langsam auf. Also eher ein sanfter Start. Ganz anders dagegen Markus. Der ist schon um 6:30 Uhr wach. Wow, das ist früh. Ja. Und er sagt, er mag das, wenn er morgens mehr Zeit hat. Das sind halt schon zwei verschiedene Strategien für den Morgen. Anna, die scheint eher so auf gerade genug Zeit zu setzen, während Markus, ja, der plant Puffer ein. Das ist schon interessant. Sagt vielleicht auch was über unterschiedliche Bedürfnisse aus, so nach Struktur oder Ruhe am Morgen. Guter Punkt. Was mir hier direkt auffällt, sind diese einfachen, aber total wichtigen Verben. Aufstehen, klingeln, also der Wecker, im Bett bleiben. Die braucht man ja ständig für den Morgen. Und wie geht's dann bei Markus weiter, wenn er so früh aufgestanden ist? Also, er beschreibt seine Routine im Bad ziemlich genau. Er geht ins Bad, dann wäscht er sein Gesicht, putzt sich die Zähne. Und er erwähnt auch, dass er manchmal duscht. Das sind diese typischen, ja, fast automatischen Handlungen am Morgen. Und dafür haben wir im Deutschen eben diese ganz grundlegenden Verben. Waschen, putzen, duschen. Das ist der Kern der Morgenroutine. Und die muss man auf dem A2-B1-Niveau echt drauf haben. Stimmt, die sind basic. Und nach dem Bad kommt ja meistens das Frühstück. Da gibt's auch wieder Unterschiede, ne? Ja, Anna mag's eher schlicht, Kaffee, klar, und ein Brötchen mit Butter oder Marmelade. Markus dagegen, der bevorzugt Müsli mit Joghurt und Obst. Genau. Aber eine Sache haben beide gemeinsam, und Markus betont das ja so richtig: Kaffee braucht er unbedingt. Da musste ich auch schmunzeln. Dieser Kaffee am Morgen, der scheint echt, ja, heilig zu sein. Ja, dieser Kaffee. Das ist ja fast schon ein kulturelles Ding in Deutschland, würde ich sagen. Nicht nur als Wachmacher, sondern wirklich so als Ritual. Total. Egal ob schnell oder gemütlich. Und hier sehen wir eben dieses typische Frühstücksvokabular. Frühstücken, der Kaffee, das Brötchen, die Butter, die Marmelade. Und bei Markus dann eben das Müsli, der Joghurt, das Obst. Alles super gebräuchlicher Wörter. Und diese Gegenüberstellung zeigt halt schön die Bandbreite, was ein typisches Frühstück sein kann. Genau. Und es zeigt, wie man das mit einfachen Worten beschreiben kann. So, morgen geschafft, Kaffee getrunken, gefrühstückt. Dann geht's für die meisten ja zur Arbeit oder in die Ausbildung.
Und da sehen wir bei Anna und Markus wieder zwei komplett verschiedene Welten. Anna, die fährt um 8 Uhr zur Arbeit. Sie arbeitet in einem Büro. Klassisch. Ihr Arbeitstag beginnt um 8:30. Und was sie da macht? Naja, E-Mails beantworten, telefonieren, am Computer arbeiten. Und sie hat manchmal viele Termine. Klingt halt nach einem typischen Bürojob, oder? Absolut. Und Markus ist da der Kontrast. Er arbeitet in einer Schule als Assistenzlehrer. Sein Tag ist klar getaktet 8 bis 16 Uhr. Er sagt, die Arbeit mit den Kindern macht ihm Spaß. Aber, und das finde ich gut, dass er das sagt, es ist auch laut und anstrengend. Ja, das glaube ich sofort. Diese Adjektive, laut und anstrengend, die beschreiben ja eine Realität, die viele kennen, die in sozialen oder pädagogischen Berufen arbeiten. Es ist eben nicht nur Spaß, sondern auch Belastung. Das stimmt. Und diese Ehrlichkeit macht den Dialog auch so echt, finde ich. Bei Markus kommt ja auch das Thema Pausen auf. Anna fragt ihn, ob er viele Pausen hat. Ja. Und er sagt, ja, schon, aber die kleinen Pausen sind schnell vorbei. Dieses Gefühl, dass die Pausen immer zu kurz sind, das kennt man doch, egal wo man arbeitet, oder? Absolut, total menschlich. Hier lernen wir also wieder wichtiges Vokabular für den Arbeitsalltag. Zur Arbeit fahren, im Büro arbeiten, in der Schule arbeiten. Dann die Uhrzeiten. Um 8 Uhr, um 8:30, von 8 bis 16 Uhr. Das ist super wichtig für Lernende, um über Zeitpläne zu sprechen. Genau, und dann eben Tätigkeiten wie E-Mails beantworten, telefonieren und auch die Beschreibung der Arbeit selbst laut, anstrengend und der Pausen, die Pause schnell vorbei. Richtig. Und diese unterschiedlichen Arbeitswelten, Büro hier, Schule da, die prägen natürlich auch den Rest des Tages. Aber erstmal kommt ja die Mittagspause. Wie machen die beiden das? Anna isst meistens in der Kantine. Und ihre Bewertung dazu, die finde ich herrlich. Manchmal ist das Essen gut, manchmal, naja, man hört sie quasi schmunzeln. Ja, das ewige Kantinenthema. Total nachvollziehbar, oder? Absolut. Markus geht da einen anderen Weg. Er bringt manchmal sein Essen von zu Hause mit. Ah, okay. Und seine Begründung ist total pragmatisch. Es ist gesünder und günstiger. Klare Abwägung. Bequemlichkeit gegen Gesundheit und Kosten. Genau. Und hier, Achtung, kleiner Grammatikhinweis. Super nützlich für A2, B1, diese Vergleichswörter gesünder und günstiger. Der Komparativ. Genau, der Komparativ. Wir vergleichen das Essen von zu Hause mit dem Kantinenessen. Und solche Vergleiche, die braucht man ja ständig im Alltag, um Dinge gegenüberzustellen oder Vor- und Nachteile zu nennen. Das ist ein wichtiger Punkt. Der Text liefert hier ganz natürlich Beispiele für den Komparativ gesünder, günstiger, ohne dass es wie eine Grammatikstunde wirkt. Stimmt. Man sieht direkt, wie man die Formen benutzt, um eine Wahl zu begründen, und die Vokabeln selbst, die Mittagspause, die Kantine, Essen mitbringen, das ist natürlich auch Basiswortschatz. So ist es. Okay, Arbeit und Mittagessen sind durch. Was passiert dann am Nachmittag? Freizeit. Wie erholen sich die beiden? Anna gibt zu, nach der Arbeit oft müde zu sein. Sehr verständlich. Ja. Sie macht dann erstmal eine kleine Pause zu Hause, trinkt vielleicht einen Tee und danach, manchmal geht sie spazieren oder sie trifft Freunde. Klingt eher nach ruhigen Aktivitäten, so zum Runterkommen. Markus scheint da einen anderen Weg zu gehen. Er geht nach der Arbeit oft ins Fitnessstudio. Ah, sportlich. Ja, er sagt, das tut ihm gut. Und danach kocht er sich zu Hause was Einfaches. Im Text stehen Beispiele wie Pasta oder eine Gemüsepfanne. Also erst Aktivität, dann was Praktisches wie Kochen. Interessant. Wieder zwei verschiedene Strategien. Ruhe und soziale Kontakte bei Anna,
Körperliche Aktivität und Kochen bei Markus. Das gibt uns wieder gutes Vokabular für die Freizeit. Müde sein, Pause machen, Tee trinken, spazieren gehen, Freunde treffen, ins Fitnessstudio gehen, kochen. Mhm. Und die Essensbeispiele, Pasta, Gemüsepfanne, die sind wieder sehr konkret und alltagstauglich. Super zum Lernen. Ja, und diese Gegenüberstellung wirft dir auch die Frage auf, die du dir selbst stellen kannst. Welcher Typ bist du eher nach der Arbeit? Brauchst du Ruhe wie Anna oder eher Bewegung wie Markus, um abzuschalten? Der Text zeigt hier einfach zwei gängige Muster, ohne das zu werten. Er gibt dir quasi die Worte, um beides zu beschreiben. Ganz genau. Und so langsam wird's Abend. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Was machen Anna und Markus da noch so? Anna sieht manchmal eine Serie oder liest ein Buch. Und sie erwähnt was sehr Modernes. Sie versucht nicht zu lange am Handy zu sein. Ein guter Vorsatz. Stimmt, dieser digitale Feierabend, das ist ja echt ein Thema heutzutage. Markus, der nutzt den Abend anscheinend anders. Er telefoniert manchmal mit seiner Familie Ah, okay. oder er räumt ein bisschen auf. Das sind ja auch so typische, eher ruhige Abendbeschäftigungen, um den Tag so ausklingen zu lassen. Und dann geht's schließlich ins Bett. Die Schlafenszeiten sind auch noch interessant. Anna geht meistens so um 22:30 Uhr schlafen. Mhm. Markus ein bisschen später, so gegen 23 Uhr. Und beide sagen auch, warum. Sie wollen gut schlafen können, Ja? damit sie am nächsten Tag nicht so müde sind. Markus sagt das ja ganz direkt. Er versucht, genug Schlaf zu bekommen. Genau diese Formulierung, genug Schlaf bekommen, die finde ich bemerkenswert. Das ist nicht nur eine neutrale Beschreibung der Zeit, sondern das zeigt ja ein aktives Bemühen. Ein Bewusstsein dafür, wie wichtig Schlaf ist. Stimmt. Und die Wendung genug Schlaf bekommen ist super nützlich im Deutschen, drückt dieses Bedürfnis nach Ruhe gut aus. Also wenn wir jetzt mal so einen Schritt zurück machen und überlegen, was wir aus diesem Gespräch von Anna und Markus mitnehmen können, der Text gibt eine ganz klare Struktur vor, oder? Chronologisch. Morgen, Arbeit, Mittag, Nachmittag, Abend, Schlafen. Ja, total. Das ist wie so ein Gerüst, das man nutzen kann, um den eigenen Tag zu beschreiben. Genau, wie ein Baukasten. Du kriegst die Bausteine, also das Vokabular für die verschiedenen Aktivitäten und Zeiten und auch Beispiele, wie man die Sätze baut. Und was den Text gerade für Lernende so wertvoll macht, es sind einfache Satzstrukturen, sehr gebräuchliches Vokabular. Nichts Kompliziertes, keine seltenen Wörter, sondern wirklich die Sprache des Alltags. Richtig. Die zentrale Erkenntnis für dich als Zuhörer ist also: Dieser Dialog ist eine super Vorlage gerade auf dem A2-B1-Niveau. Er gibt dir nicht nur viele nützliche Wörter an die Hand, denk an die Verben wie aufstehen, frühstücken, zur Arbeit fahren, Mittagspause machen, nach Hause kommen, kochen, Freunde treffen, Fernsehen, lesen, ins Bett gehen. Die Liste ist lang. Mhm. Sondern er zeigt dir eben auch, wie du deinen Tag logisch aufbauen kannst, wenn du davon erzählst. Und es geht ja nicht nur um die einzelnen Wörter. Achte auch mal darauf, wie die Sätze verbunden werden, um den Ablauf zu zeigen. Kleine Wörter wie zuerst, dann, danach, am Morgen, am Abend, manchmal, oft, die sind unglaublich wichtig. Stimmt, die kleinen Verbindungswörter. Der Text benutzt die ganz selbstverständlich. Daher ein guter Tipp. Versuch doch mal, inspiriert von Anna und Markus, deinen eigenen Tagesablauf zu erzählen. Oder schreib ihn auf. Dabei merkst du schnell, wo dir vielleicht noch Wörter fehlen oder welche Strukturen du schon ganz gut kannst. Ein sehr guter Tipp. Und das bringt mich noch zu einem letzten Gedanken für dich. Der Text von Anna und Markus, der hört ja mit der direkten Frage an dich auf. Wie sieht dein Tagesablauf aus? Ja, genau, das ist eine super Übung, klar. Aber vielleicht denkst du noch einen Schritt weiter.
Warum sieht dein Tag eigentlich so aus, wie er ist? Was beeinflusst deine Routine am stärksten? Sind es feste Arbeitszeiten, persönliche Gewohnheiten, dein Energielevel, Familie, vielleicht auch kulturelle Dinge? Spannend. Darüber nachzudenken, das kann nicht nur interessant sein, sondern hilft dir vielleicht auch, deine Routine bewusster wahrzunehmen oder zu verstehen. Das geht dann ein bisschen tiefer als die reine Beschreibung. Denk mal drüber nach.